Guten Tag bei CheckOnkel. Sie sind immer mehr im Trend. Luftfilter. Sie versprechen, verschiedenste Schadstoffe aus der Luft abzufangen und für besseres Durchatmen zu sorgen. Sowie der Mi Air Purifier 3C von Xiaomi. Das Gerät besticht durch Minimalismus und ist leicht zu bedienen. Im Prinzip gibt es nur zwei Tasten. Die Modus-Taste und den Knopf für die Helligkeitsregelung des Displays. Das Display selbst zeigt die aktuelle Luftqualität an. Gemessen wird das in PM2.5. Das bezeichnet die Menge von winzigen Feinstaubteilchen in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Natürlich gilt hier, je weniger, desto besser. Doch der grüne Farbbalken über der Zahl ordnet den aktuellen Wert qualitätstechnisch ein. Er wird gelb oder rot, wenn der Wert eine kritische Höhe annimmt. Gemessen wird die Luftqualität laut Hersteller durch Hochpräzisionslaser auf der Rückseite. Das wollen wir jetzt testen. Vorher haben wir die Wahl zwischen 3 Betriebsmodi: Automatik, manuell und dem leisen Nachtmodus. Wir wählen den Automatikmodus, der die Belüftung je nach Verschmutzungsgrad anpasst. In diesem Raum hat er die Luft bereits gereinigt, daher der Wert 1. Schauen wir, was passiert, wenn wir nun lüften. Der Wert erhöht sich auf 9, doch das ist immer noch im grünen Bereich. Nach unserer Erfahrung bleibt das normalerweise auch so. Wir hatten nach dem Lüften noch nie einen gelben oder roten Wert. Anders beim Kochen, wie unser zweiter Test zeigt. Denn dummerweise ist uns ein Toast in der Pfanne angebrannt. Das erkennt der Luftfilter schnell und lässt den Wert auf dem Display hochstellen und steuert gegen. Natürlich ist für solche Fälle eher die Dunstabzugshaube der Küche zuständig. Doch das Beispiel zeigt, dass der Luftreiniger sehr wohl hohe Belastungen erkennen kann. Und so funktioniert's. Eingezogen wird die Luft 360 Grad durch die vielen kleinen Löcher von einem Ventilator oben auf dem Gerät. Innen drin befindet sich der dreifache HEPA 13 Filter. Dieser hält einiges mehr als nur Feinstaub allein ab. Der erste Filter fängt gröberen Schmutz wie Staub, Haare oder Baumwollfasern ab. Im HEPA-Filter werden laut Hersteller 99,97% der Partikel eingefangen, die nicht kleiner als 0,3 Mikrometer sind. Dazu gehören auch Bakterien, Viren und Pollen. Ob so auch das Coronavirus weggefiltert wird, klären wir gleich. Zu guter Letzt wird die Luft durch den Aktivkohlefilter geleitet. Dieser absorbiert zum Beispiel Gerüche und das krebserregende Formaldehyd. Insgesamt 106 Quadratmeter Fläche pro Stunde kann das Gerät laut Xiaomi reinigen. Doch hilft der Air Purifier auch gegen Corona? Das ist nicht ganz klar, da Xiaomi hierzu keine Angaben macht. Dank des HEPA 13 Standard des benutzten Filters müsste der Luftreiniger nach unseren Recherchen aber auch das Coronavirus wegfiltern können. Doch Vorsicht! Laut Verbraucherzentrale fällt dadurch das Lüften und die allgemeinen Hygieneregeln nicht weg. Denn bei geringen Abständen zu infizierten Personen ist eine Ansteckung weiterhin möglich. Und gegen kontaminierte Flächen hilft der Luftreiniger auch nicht. Kurz gesagt, der Luftreiniger ist eine sinnvolle Ergänzung, mehr aber auch nicht. Ein Filter hält je nach Nutzung ca. ein halbes bis ein ganzes Jahr und kostet ca. 35 €. Den genauen Filterstatus kann man auch in der Xiaomi Home App nachsehen. Mit dieser sind alle Funktionen des Geräts auch mobil steuerbar. Außerdem wird auch Smart Home mit Alexa und Google Assistant unterstützt. Schauen wir uns noch die Lautstärke an. Xiaomi verspricht mit 31 Dezibel einen extrem geringen Geräuschpegel. Das kontrollieren wir, unrepräsentativ, mit dem Smartphone und erhalten sogar einen Wert von unter 30 Dezibel. Im Nachtmodus ist der Air Purifier tatsächlich so leise, dass man ungestört schlafen kann. Da man das Display ausschalten kann, stört auch das nicht. Schalten wir jedoch manuell auf die höchste Betriebsstufe, erinnert der Luftreiniger lautstärketechnisch eher an einen lauten Ventilator. Das ist schon störend und macht nur dann Sinn, um einem hohen Schmutzwert schnell entgegenzusteuern. Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Air Purifier 3C. Ein schönes Design wird kombiniert mit einfacher Bedienung und zuverlässiger Funktion. Es dürfen nur keine Wunderdinge erwartet werden. Zur Corona-Bekämpfung ist er nur bedingt geeignet und große Geruchsbelästigungen durchs Kochen kann er auch nicht wegzaubern. Doch ganz subjektiv betrachtet finden wir schon, dass sich die Luft- und Geruchsqualität durch das Gerät bei uns verbessert hat. Wie groß dabei der Placebo-Effekt ist, bleibt offen. Für einen Preis von 70 bis 100 € ist der Luftreiniger bereits zu haben.
Habt ihr auch schon einen Luftreiniger im Einsatz? Schreibt uns euer Modell und eure Erfahrungen damit gerne in die Kommentare. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.